Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Themen, die ich vorbereitet habe, ist SAF Sustainable Aviation Fuel. Da gibt es wohl ein Thema. Die IATA sagt, dass 2050 wird klimaneutral werden in der Luftfahrt, aber Ryan-Chef O'Leary sagt, SAF ist Unsinn. Dann haben wir noch das Thema neue Airbus A220-Kabine bei der LOT. Da gibt es Neuigkeiten, die Embraer 195 ablösen. Wir haben dann eine interessante Geschichte vom Flughafen München, wo ein stiller Hilferuf Lufthansa-Mitarbeiter quasi alarmiert haben. Ein Zeichen, das vielleicht jeder von euch kennen sollte. Condor erweitert das Zubringernetz und wir haben Accor All Plus, Ibis und Voyager 20% Rabattaktion und vergleichen natürlich mit dem Accor Plus Explorer. Ihr denkt dran, den Kanal wie immer zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und dann natürlich auch auf Scoot zu kommen, um da alle Themen zu besprechen. Das erste Thema, was wir frisch gepresst haben, ist Sustainable Aviation Fuel. Das ist ja ein Thema, dieser Treibstoff, Biodiesel, wäre ja im Auto oder sowas, ist halt so, dass man sagt, dass man diese Klimaziele bis 2050 erreichen möchte. Und Michael O'Leary hält diese Ziele für überbewertet, beziehungsweise den Treibstoff auch für überbewertet. Er sagt, ich denke nicht, dass SAF eine gute Sache ist, das ist eher Unsinn. Und er sagt auch, dass für den normalen Kerosin, für das gute Jet A1, die Preise in den nächsten 10 Jahren sinken werden. Und die EU-Vorgaben sind, dass 6% SAF-Anteil, davon 1,2% sogar E-SAF, also elektrisch hergestellt, keine Ahnung, kommen soll. Großbritannien plant sogar 9,5 SAF-Quote ab 2030 und das Ziel wird 2030, aber auch 2050 verfehlt werden, so sagt es Michael O'Leary. Politische Debatte ist halt so, denn die Bundesregierung kürzt ja 2024 die, ja, wie heißt es so schön, die Förderung und 2 Milliarden sind dann auf einmal nur noch 17 Millionen. Weiter ist es ja so, dass das SAF knapp wird. Wir wissen ja von der einen Maschine in Hamburg, also der Raffinerie, ich weiß gar nicht, wie das da so gemacht wird. Und da ist es so, dass das ja gar nicht zustande gekommen ist. Wir waren dabei, Vattenfall, Airbus und so weiter. Und IATA prognostiziert, dass die SAF-Produktion 2025 auf 2,5 Milliarden Liter steigt. Das klingt viel, reicht aber nur für 0,7% des Weltbedarfs. Und die geringe Menge verursachen bereits 4,4 Milliarden US-Dollar Mehrkosten für Airlines. Willy Welch, das ist der IATA-Chef, viele kennen ihn ja noch als alten IAG-Chef, der sagt, der Hochlauf von Produktion und Effizienzgewinne zur Kostensenkung müssen beschleunigt werden. Und genau das ist halt das Problem. Es ist halt die fehlende politische Unterstützung, aber auch die fehlende Produktionskapazitäten. Und da solltet ihr jetzt sagen, was ihr davon haltet, was ihr dazu denkt, ob ihr sagt, ja, das ist jetzt etwas, was wir unbedingt machen müssen. Einmal kurz was trinken. So, und da ist es halt so, dass wir sagen müssen, ja, das ist was, das kommt, oder als Frage des Tages, ich denke, das Fliegen mit Kerosin so halt das ist, was kommt, oder ihr sagt, das Ganze ist halt, weil man weiter mit Kerosin fliegt, Unsinn. SAF ist die Zukunft oder O'Leary hat recht. Das ist so im Prinzip die Frage unter anderem. Wo es keine Fragen mehr gibt, wer neue Kabine kriegt, das sind die Freunde der LOT. Die haben 84 Airbus 220 bestellt, um Embraer E1-Flotte zu ersetzen. Man hat 20 A220-100 bestellt, man hat 20 A20-300 bestellt, Optionen auf 44 weitere Jets, also einmal bei den 100er sind es 125 Sitze, 149 Sitze bei den 300ern. Einführung ist ab 2027. Die Kabinenausstattung sind die Recaro R2-Sitze, 2-3 Konfigurationen in Business und Economy, haben auch eine Airspace-Kabine, die ist ja gerade auch vorgestellt worden für die 220er. Heißt also größere Gepäckfächer, spezielle Beleuchtung je nach Tageszeit und natürlich auch USB-C-Anschlüsse und Getränkehalterung. Business-Class-Kunden erhalten natürlich wie immer Zugang zur LOT Lounge, das ist ja normal. Und dann sagt ihr natürlich, hey,
diese A220er Investition der LOT macht Sinn oder macht keinen Sinn. Heißt also, sagt ihr, ja, moderner Komfort ist mir wichtig, oder sagt ihr, nee, Preis und Flugzeiten zählen mehr. Da bin ich mal gespannt, was ihr da sagt und wie ihr das Ganze seht. Ich persönlich finde die Space Cabin natürlich relativ geil bei Airbus, auch die größeren Bins, weil wesentlich mehr Gepäckstücke reinkommen, und die 220 ist halt leider ein geiles Flugzeug. Also ich finde es persönlich sehr gut. Dann gab es einen Vorfall am Flughafen München. Da hat eine Passagierin vor dem Flug ein Handzeichen gemacht, das mir so auch nicht bewusst war. Und zwar ist das so, diesen stillen Hilferuf, das ist ein Handsignal, und ich lese euch mal vor. Daumen in die Handfläche legen und mit den Fingern umschließen, das heißt, ich brauche Hilfe. Also einmal Daumen, Finger drum. Das ist halt im Prinzip so das internationale Zeichen anscheinend, dass ich brauche Hilfe. Wenn ihr also jemanden seht, der dieses macht und tut, dann informiert die Behörden, wie in dem Fall. Da ist die Bundespolizei informiert worden. Die Frau wurde von ihrem Begleiter getrennt. Sie gab an, nicht freiwillig zu reisen und sich dadurch in einer Notlage zu befinden. Polizei sagt, es gab eine körperliche Auseinandersetzung, keine Hinweise auf Entführung. Und das ist natürlich etwas, weil gerade in der Aviation auch sehr viel Menschenhandel und so weiter passiert, ist das natürlich immer wieder ein Thema. Also da solltet ihr dann auch schauen. Gut, dass die Lufthansa das Personal geschult hat, bzw. das Personal das erkannt hat. Am Flughafen München hat die Passagierin heimlich das Handzeichen für Hilfe gezeigt und die Lufthansa-Mitarbeiter haben reagiert. Findet ihr, die Airlines sollten ihr Crew, aber auch die Leute mehr geschult werden für solche Notfälle? Habt ihr das Zeichen gekannt? Habt ihr es nicht gekannt? Heißt also absolut, das kann Leben retten, oder ist das einfach nur eine Aufgabe der Polizei? Da bin ich mal gespannt, wie er dazu steht. Die Condor fliegt ab Düsseldorf und das Flugzeug ist ein A320 mit dem Abflug Frankfurt 19:30, 6 Uhr Ankunft, nein, Rückflug, der bleibt über Nacht da stehen, 30 Minuten Flugzeit, komisch. Shuttle-Service für die Crew ist das Ganze. Das heißt also, der Flug findet nicht statt wegen uns Passagieren, weil man da Bedarf hat, sondern auch einmal, um die Crews zurückzushutteln, Wartungseinsätze in Düsseldorf, Fokus auf Passagiere aus den Benelux-Regionen. Gut, da kommen wir dann doch wieder aus Passagiere. Denn man ist jetzt im direkten Competition mit den Freunden von Hansens, weil die Lufthansa diese Strecke exklusiv geflogen sind. Ihr könnt da auch nochmal in euch gehen und sagen, ist diese Strecke als Flug von Frankfurt nach Düsseldorf sinnvoll oder nicht? Weil ja eigentlich das eine Strecke ist, die mit der Bahn relativ gut, naja gut, ich weiß, wenn sie fährt, okay, schon verstanden. Also heißt es, Fliegen ist schneller, bequemer, oder Bahn ist umweltfreundlicher, oder kommt auf Preis- und Anschlussflug an, oder wie auch immer, irrelevant. Wer von euch ein Freund der Accor-Buden ist, da gibt es ja die Karten, das ist ja einmal die ALL, All Life Limitless plus Voyager von Ibis, noch zusätzlich die zweite Karte, also einmal die Voyager und einmal die Ibis. Die Ibis-Karte ist 15% Rabatt auf Hotels weltweit, kostet 99 €, gibt natürlich dann 10 Statusnächte, garantierte Zimmerverfügbarkeit bis 48 Stunden vor Anreise. Die All Plus Voyager hat einen Preis von 199, 15% Rabatt auf alle Marken, 20% Rabatt auf Premium-Luxushotels bis 14.01.2026 und 20 Statusnächte inklusive. Und auch im Oktober gilt bei Fairmont Raffles ein 15% Rabatt. Heißt also, wenn man das Ganze mit der Accor Plus Explorer, die $229 kostet, vergleicht, bietet mehr Vorteile, kostenloses Frühstück. Die $229 müssen natürlich dann auch genutzt werden. Loungezugang in Asien Pacific ermöglicht ebenfalls 30 Elite-Nächte. Aber die Vorteile müssen halt wirklich verbessert werden, da die Explorer oft günstiger und attraktiver ist als die anderen beiden Angebote. Es gibt im Moment eine Aktion, All Plus, Ibis und Voyager, da gibt es Rabatt, und da könnt ihr ja sagen, ob ihr das als interessantes Angebot seht oder nicht. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und natürlich wie immer auf Skool zu kommentieren. Fragen des Tages haben wir auch. Die LOT investiert in die neuen 220, in die moderne Kabine. Findet ihr diese Investition gut? Findet ihr 220 gut als Ersatz für die E195er? Und last but not least, die Condor fliegt jetzt ab 2026 nach Düsseldorf, Frankfurt, nur 30 Minuten pro Strecke. Ist das ein Flug, der überhaupt Sinn macht? Oder sagt ihr, nee, das geht gar nicht? Wobei ich muss natürlich der Ehrlichkeit halber sagen, ich bin früher auch
oft von Düsseldorf nach Frankfurt geflogen. Es gab auch Köln nach Frankfurt, das waren dann Zubringerflüge. Wobei ich bin ja auch von Frankfurt nach Nürnberg geflogen oder dann von Nürnberg sogar nach München. Also ich werfe nicht den ersten Stein. Wer von euch den ersten Stein wirft, kann das tun. Wir freuen uns auf die nächste Sendung, wenn ich euch wiedersehe, und kommentiert. Bis dann, aufs Cool. Ciao, ciao.